Durch den Unterdruck öffnet sich ein Ventil. Ihr müsst noch dies und dies und dieses Teil kaufen, damit ihr das überhaupt verbinden könnt. Ist ja auch nicht viel Wasser, was da kommt. In diesem Video geht es um die Tröpfchenbewässerung. Auf geht's. So, wir starten oben beim IBC, bei meinem Wassertank. Da kommt ein Schlauch runter, wir kontrollieren den einmal schnell. Dann habe ich einen neuen Vorfilter gekauft, da der alte letztes Jahr geplatzt ist. Dann halt der ganze Prozess vom Anschließen über Druckminderer und bis zu den Pflanzen halt. Mit der Tröpfchenbewässerung Blumat. Das hier ist kein Werbevideo für Blimat oder sonst irgendwas. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich will mit euch das Produkt teilen, da ich es als gut empfinde. Also wir sprechen von diesen Kerlen. Made in Austria. Funktioniert über einen Tonkegel, wo ein Unterdruck entsteht. Der öffnet dann ein Ventil und dadurch tropft es. Das heißt, sobald der Boden austrocknet, trocknet auch dieser Tonkegel aus. Das erzeugt dann einen Unterdruck in dieser Kammer. Und durch den Unterdruck öffnet sich ein Ventil. Ja, das sieht man nicht, aber so ist auf jeden Fall das Prinzip. Genau, das installieren wir jetzt. Ich habe einige davon, ich glaube so um die 100. Die habe ich heute Morgen pingelixt, denn ich habe die jetzt schon 5 Jahre. Einige davon habe ich 5 Jahre und ich habe immer wieder erweitert. Die habe ich dann hier innen, da sieht man auch noch, die waren so Algen drin. Das habe ich entfernt mit einer Zahnbürste, mit der elektrischen Zahnbürste. Einmal hier alles sauber gemacht, da unten der ganze Tonkegel einmal gesäubert. Und ich dachte mir, ja, das kann sicher nicht schaden. Einmal die Teile zu putzen, hat eine Stunde gedauert. Stunde Arbeit im Badezimmer. Ja, gut. Außerdem habe ich mir einen neuen Vorfilter gekauft von Gardena. Ich hatte, glaube ich, das gleiche Modell, nur mit einem größeren Topf unten. Deswegen hoffe ich, dass von den Anschlüssen das alles passt. Und ich brauche nur das untere an sich neu aufzuschrauben. Das wäre viel Arbeit, die ich nicht machen müsste, wenn das einfach Plug and Play wäre. Ne? So, gehen wir mal hoch, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier oben habe ich 2 IBCs, das heißt 2000 Liter. Also ich nehme euch mal den ganzen Prozess mit. Am Ende des Jahres zeige ich euch dann, wie viel Wasser da raus ist. Ob die 2000 Liter gebraucht habe oder nicht. Aber ich glaube, gerade sind so 1500 Liter drin. Also letztes Jahr war es bis hierhin voll. Und ich habe das gebraucht. Also rund, sagen wir mal 500 Liter vielleicht. Das war mein Jahresverbrauch letztes Jahr. Das ist jetzt der Stand nach einem Monat. Und wir sind jetzt hier. Ich denke mal, so um die 400 Liter werde ich verbraucht haben. Einen IBC drehe ich auf jeden Fall zu. Wenn jetzt irgendwie in dem ganzen System über die nächsten 2 Wochen ein Leckage wäre und ich würde das nicht sofort bemerken, dann hätte ich 2000 Liter verloren. Und so verliere ich halt nur eins von beiden. Was natürlich auch beschissen ist, aber nur halb so beschissen. Ah, Mann. Pixi, Pixi, Pixi. So, machen wir den mal zu. So, lassen wir da mal Wasser durchlaufen. Schauen mal, ob unten Wasser kommt. Yes. Okay. Das heißt, ob da dazwischen jetzt ein Loch ist oder so, das finden wir dann raus. Denkt immer daran, bei den IBCs oben den Deckel offen zu lassen. Denn es entsteht ein Unterdruck und der ganze IBC kann sich zusammenziehen. Und ja, dann habt ihr einen kaputten IBC. Ne? Schon mal passiert. Also, hier ist auf jeden Fall der alte Anschluss. Das ist die Leitung, die vom EBC kommt. Und dann ist hier der Vorfilter, der alte. Das hier ist gebrochen, also der Aufsatz. Und ich hoffe jetzt, dass ich einfach nur den Aufsatz tauschen muss. Das sieht schon mal gut aus, ne? Denn ja, man muss halt immer irgendwie, auch sogar bei Gardena, ne? Denkst du, ja, cool, nimmst du die Teile, kannst du alles drauf stecken, ist ja ein System. Nein, fickt euch Konsument, sagen die sich. Hier, ihr müsst noch dies und dies und dieses Teil kaufen, damit ihr das überhaupt verbinden könnt. Man könnte ja auch einfach da und da einen Aufsatz machen, wo man die Gardena-Teile anschließen kann. Wäre ja leicht, ne? Man hat ja die Firma, die die Teile herstellt, dann würde ja, für den Kunden wäre das ja leicht und man müsste kein extra Zeug noch dazu kaufen. Aber ihr wollt ja alle eine Kohle machen. So. Scheint gleich zu sein. Yes.
Endgeil. Ja, voll geil. Es hat funktioniert. Dann legen wir uns das hier mal auf jeden Fall einfach hier rein. So. Nice. Gerade noch 3 Tomatenpflanzen ersetzt. Denn ich pflanze ja immer tiefer, das kennt man ja. Aber die haben das nicht verkraftet, glaube ich, dass die tiefer gesetzt haben, weil die waren am Stiel unten verfault irgendwie in so einer Art. Die konnte man hier unten einfach knicken, ohne viel Aufwand. Keine Ahnung. Hab die ersetzt. Mir wurde eine Paprika gefressen von meinen Freunden, den Schnecken. Ja, that's the game, ne? Aber hier kommen wir dann zum ersten Teil und das hier ist ein Druckminderer. Maximal 6 Bar darf da drauf liegen und der regelt das dann auf 1 Bar runter und da kann man dann halt von da aus mit dem Tröpfchenschlauch anfangen. Dann habe ich mir da direkt ein Ventil hingesetzt, um das Ganze ja, zu schließen. Halt, ne? Schließen wir das mal an, dann drehe ich oben das Wasser auf und dann verlegen wir das Ganze mal. Das hier ist ja dann wieder Gardena einfach, ne? So, und ich wollte dieses Jahr nur mit 3 Bahnen arbeiten. Sonst habe ich immer mit 4 Bahnen gearbeitet. Aber in der Mitte habe ich die so eng aneinander gepflanzt, dass ich mit 3 Bahnen auskomme. Ich habe mir einfach hier so Bügel gebogen und damit fixieren wir jetzt erstmal den Schlauch überall. Und natürlich passt das jetzt nicht perfekt überall, da ich das ja im letzten Jahr auch anders hatte. Und das werden wir jetzt erstmal korrigieren. Jetzt habe ich zum Beispiel hier noch den Knick. Den nehmen wir raus und den ersetzen wir. Also das ist dann einmal großer Schlauch auf großer Schlauch. Und dann einmal auf so einen Bewässerungskegel. Dann hier ist ja auch noch eine Tomatenpflanze. Schneide ich hier den Schlauch ein. Und setze da noch eins ein. Das ist dann nachher für die Tomatenpflanze. Das ist der für diese Tomatenpflanze. Jetzt hier weiter in der Ecke. Also die 3 haben noch keine. Die Gurken. Da werde ich dann eine hier hinsetzen. Und eine dorthin. Das ist die für die Tomatenpflanze. Dann ist hier eine und eine hier. Die habe ich verschlossen, einfach mit so einem Schlauch für die Bewässerung und da einfach einen Knoten reingemacht. Dann ist das dicht. Und gleich noch ein Wort dann dazu, mit den Pflanzen hier in der Mitte. Unten an den Wurzeln enger zusammengelegt. Genau, das ist halt einfach ein Test, weil ich rausfinden will, ob das funktioniert, wenn die auch enger aneinander liegen. Oder ob ich irgendwelche Einbußen habe, weil ich glaube nicht, dass ich irgendeine Einbuße habe, denn düngen tue ich die ja regelmäßig und bewässern macht die Bewässerungsanlage. Das heißt, an sich stehen die ja in keinem Konkurrenzkampf. Indirekt schon, ja klar, aber direkt sind sie ja in keinem Konkurrenzkampf, da sobald ich sehe, dass Dünger fehlt oder sonst irgendwas fehlt, ich das ja sowieso gebe. Ja, denke ich mir, dass wenn die Pflanzen einfach enger zusammen sind, kann ich mir hier auf jeden Fall die Arbeit mit der Tröpfchenbewässerung sparen. So ist auf jeden Fall mal mein Plan. Alle, die jetzt irgendwie glauben oder denken, sie müssen da irgendwas dazu schreiben, wenn ihr es nicht ausprobiert und es nur irgendwo gelesen habt und es selbst nicht erfahren habt, wie wollt ihr das wissen? Man muss Sachen ausprobieren, um seine Erfahrungen damit zu machen. Und wenn ich in diesem Jahr halt merke, ach scheiße, okay, das hat nicht funktioniert, dann weiß ich das auf jeden Fall. Nur weil ich das irgendwo gelesen habe, dass das halt nicht geht oder mir das irgendjemand sagt. Wie hat er das getestet? Hat er gedüngt, hat er nicht gedüngt, hat er bewässert, hat er nicht bewässert? Was weiß ich. Ja, man kann halt einfach der Regel oder der Norm nachlaufen oder selbst ausprobieren und herausfinden, ob irgendwas anderes halt funktioniert, weil ich habe ja vielleicht auch einen anderen Boden. Man weiß ja nicht. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, irgendwie irgendwas zu machen. Es gibt immer das Ziel, aber 1000 Möglichkeiten dahin zu kommen. Es gibt nicht nur eine. Gut, so weiter im Programm. Also mal
etwas Wasser in den Eimer laufen lassen. Also die hatte ich heute Morgen hier in der Kiste halt sauber gemacht. Jetzt lasse ich die erstmal da in der Kiste. Die lasse ich erstmal 15 Minuten Wasser ziehen. Und dann komme ich mir die nachher hier mit dem Eimer holen. So peu à peu, wie ich die halt brauche. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit so einen schweren Eimer da durch das Gewächshaus zu tragen. So, dann nehme ich mir da ein paar mit. Dann nehme ich mir da ein paar mit, lasse die 15 Minuten mal da drin ziehen. Und dann zeige ich euch nach den 15 Minuten, wie man damit weiterverfährt. Und die muss man jetzt unter Wasser verschließen, sodass sich keine Luft da drin befindet und nur Wasser. Das hier soll 8 cm rausschauen. Die verschließen wir jetzt immer und schließen die an. Und der Aufwand ist jetzt höher, aber dafür nachher auf jeden Fall sehr, sehr gering bis gar keiner. Ja, und man ist bei dem ganzen Prozess auch nicht in irgendeinem Rush. Also man kann sich gut Zeit dabei lassen. Halt ein bisschen Arbeit, aber ist ganz okay. Ja, und so arbeite ich mich jetzt von Pflanze zu Pflanze durchs ganze Gewächshaus, alle 70 Pflanzen. Ich mach mal schnell Durchlauf, ne? Jetzt mache ich oben die Hauptbewässerung an und dann warte ich, bis auf jedem Ende das Wasser kommt. Somit entlüfte ich erstmal alle Schläuche. Erstmal aufdrehen und warten, bis überall Wasser kommt. So, dann sieht man auf jeden Fall schon mal, hier kommt Wasser. Da immer noch so Luftbläschen. Das kann man jetzt einmal ein bisschen laufen lassen. Ist ja auch nicht viel Wasser, was da kommt. So, dann fließt es hier. Und dann habe ich überall die Hähne zugedreht. Und jetzt kommt noch auf dem letzten, das ist das hier, der hier. Kommt jetzt noch das Wasser, ab und zu noch so Luft. Lassen wir das mal kurz laufen. Ich denke, das wäre gut. Und dann fangen wir hier an. Jetzt drehen wir das so lange zu, bis halt nichts mehr kommt. Und so stellen wir die jetzt alle ein. Ich habe auch über die Zeit gelernt, dass das mit den Einstellungen so eine Sache ist. Also ich drehe die jetzt einfach, bis die zu sind, bis da kein Tropfen mehr kommt. Komme ich jeden Tag vorbei, schaue mir das an. Wenn ich sehe, okay, es ist zu trocken, dann drehe ich noch ein bisschen weiter auf. Wenn ich sehe, okay, es ist zu nass, ja, dann drehe ich halt weiter zu. Also aus meiner Erfahrung her ja, muss man sich da nicht verrückt machen. Dann hat man auch ab und zu mal so einen alten Schlauch, den man ersetzen muss. Das sieht man auch erst so in ein paar Tagen. Dann hat man plötzlich, ich weiß nicht, hier unten drunter dann so eine Lake. Dann weiß man, ah ja, okay, hier ist irgendwo am Kabel was, an dem Schlauch irgendwas kaputt, den muss ich ersetzen. Dann ersetze ich den Schlauch. Und so gehe ich dann halt immer Pflanze für Pflanze durch. Und dann kann man sehen, den Schlauch muss ich jetzt auf jeden Fall ersetzen. Der ist durch.
So schnell hat man dann den Schlauch gewechselt. So, und dann fangen wir wieder hier unten an. Und dann drehen wir es so lange zu, bis kein Tropfen mehr fällt. So, und hier muss ich wieder den Schlauch ersetzen. Hier muss ich wieder den Schlauch ersetzen. Da sieht man es. So über die nächste ganze Woche, 2 Wochen so, kontrolliere ich das immer wieder und dann irgendwann ja, funktioniert es einfach und das läuft. Klingt alles sehr kompliziert, aber eigentlich ist es sehr leicht, weil es kostet halt wirklich keine Arbeit mehr ab jetzt. Ja, es vereinfacht mir eigentlich nur das Leben. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Blumat-Bewässerungssystem. Schaut auf jeden Fall in einem anderen Video von mir vorbei. Viel Spaß, schönen Abend, tschüss. Gut, das war's von meiner Seite.